Hallo ihr guten Leute. Ich möchte ein Micro-USB-OTG-Kabel bauen. Denn ich habe zwei Geräte, einmal ein Micro-USB-Gerät und dann noch ein normales USB-Gerät. Die möchte ich miteinander verbinden oder verschiedene Geräte miteinander verbinden und die über Micro-USB an ein Gerät anschließen. Und ein Micro-USB-Kabel, so wie wir es hier haben, das reicht zum Laden aus. Ja, wenn man es so anschließt, oder das reicht auch aus, um zum Beispiel ein Handy oder ein Tablet mit dem Rechner zu verbinden. Dafür ist es in Ordnung, soweit so gut. Aber wenn wir zwei Geräte aneinander schließen wollen, die beide Micro-USB-Anschlüsse haben, dann haben wir folgendes Problem. Welches Gerät ist das führende Gerät? Also irgendein Gerät brauchen wir. An der Stelle ist es mit dem normalen Micro-USB so, dass das führende Gerät, also der Master, quasi hier auf der Seite ist. Und der gibt diesem Gerät hier den Strom und so weiter. Was ist aber, wenn ich hier das Mastergerät habe und hier habe ich irgendwas anderes dran? Sei es nun ein USB-Stick oder sei es eine Maus oder sonst was. Da muss ich also das Ganze umdrehen, das Verhalten. Das heißt, von hier aus muss ich Energie bereitstellen, die hier rüberfließt. Und dafür, da müssen wir hier zwei Pins drin verbinden. Ihr könnt das sehen, also diese kleinen Kabelchen drinne, ne, da blitzen so ein bisschen hervor. Da haben wir quasi 5 Adern drinne. 5 Adern, so wie 5 Finger. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Und so ähnlich liegt das jetzt hier. Um die Möglichkeit des Stromtransfers zu gewährleisten, müssen wir 2 Adern davon verbinden. Das ist der Unterschied. Das hier ist das normale Micro-USB-Kabel vorne am Ende und das Micro-USB-OTG-Kabel, das sieht so aus. Hier sind also 2 Pins verbunden. Also bedeutet das, dass wir hier die Energie haben, die fließt. Somit haben wir 5 Volt an der anderen Seite am Endgerät. Und normalerweise bei dem rein empfangenen Modus, da hätten wir quasi keine Übertragung von Energie an der Stelle, sondern nur die reine Datenabfrage, die über die anderen Pins erfolgt. Und wenn wir das hier verbinden, dann sagen wir, du Gerät wirst nicht nur verwendet, um Energie zum Beispiel zu empfangen oder sowas, und du bist nicht das passive Gerät, sondern du bist das Hauptgerät. Und von dir wird das andere Gerät gesteuert, wie zum Beispiel die Maus, die mit Strom versorgt werden muss. Oder eine Kamera oder ähnliches oder ein Mikrofon oder so. Und genau, das machen wir jetzt. Beginnen wir damit, dass wir das hier auseinandernehmen. Denn hier, so ihr könnt euch das ganz gut merken, das hier ist die flache Seite, so wie die Unterseite meiner Hand. Und hier oben, das ist diese rundere Seite. Und diese beiden Drähte müssen wir hier drinnen verbinden. Und um wieder drinnen verbinden zu können, müssen wir das Ganze natürlich erstmal etwas auseinanderschneiden. Und dazu nehme ich den guten Cutter. So, vernünftig eingestellt. Und dann schauen wir mal, dass wir das Ganze auseinander bekommen. Da müssen wir natürlich vorsichtig vorgehen, denn ich habe da ja noch meine Finger zwischen. So, ich habe hier ein relativ hochwertiges Kabel genommen. Von daher haben wir dann halt den Vorteil, dass wir gutes Material haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich den Nachteil, dass wir hochwertiges Material haben. Somit müssen wir so ein bisschen doller hier reinschneiden, damit wir das Ganze aufbekommen. Na, noch nicht ganz. Schön vorsichtig arbeiten, denn so ein paar Finger kosten mehr als ein Kabel. So, sieht gut aus. Wir sind schon mal bis zum Kabel vorgedrungen, beziehungsweise bis zu dem Stecker, der hier drin ist. Eine Seite. Jetzt können wir das hier auseinandernehmen und hier haben wir die zweite Seite. Schauen wir mal, dass wir das Ganze aufbekommen. Ich denke mal, jetzt haben wir es langsam geschafft. Wir müssen diese beiden Pins miteinander verbinden. Also fange ich mal an, diese beiden zu extrahieren bzw. auszugraben. Schon fast da. Klingt fast wie auf dem Todesstern. Ich bin fast da. Und jetzt kann ich das hier vorne rauslösen. Hier, da seht ihr es. Wir haben hier unsere 5 kleinen
Litzen, durch das Ganze geht. Und denkt dran, die beiden hier müssen zusammen. Also die beiden ganz hier drüben. Also gehe ich jetzt vorsichtig hierher und schaue, dass ich das ein wenig rausgelöst bekomme. So. Das hier, das sollte dafür genügen. Dann können wir das gleich wieder alles ineinander schieben. Hierher damit. Und jetzt geht es los. Genau diese beiden letzten, die müssen wir jetzt heiß bekommen. Und müssen das dazwischen löten. Das war's schon. Jetzt haben wir unser USB bzw. Micro-USB-Kabel, das ein On-the-Go-Kabel geworden ist. Ich möchte das noch ein wenig weiter auseinander bekommen. Der Lötzinn hat das gerade zusammengezogen. Na bitte. Das ist der Teil. Dann brauchen wir einfach nur wieder unseren Stecker hier vorne drauf stecken. Und jetzt haben wir es geschafft. Und fertig ist unser USB-OTG-Kabel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Liken nicht vergessen und abonnieren und bis dann. Ciao.